Lektion 1: Die Welt erkunden. Ich liebe es zu reisen. Da draußen gibt es immer etwas Neues und Faszinierendes zu entdecken. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist unglaublich bereichernd, verschiedene Kulturen zu erkunden und neue Orte zu erleben. Absolut. Es erweitert unsere Perspektive und hilft uns, die Vielfalt der Welt zu schätzen. Das ist wahr. Ob es darum geht, historische Sehenswürdigkeiten zu besuchen oder die lokale Küche zu probieren, jede Reise ist eine Chance für Wachstum. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist erstaunlich, wie viel wir aus jedem neuen Abenteuer lernen können. In der Tat. Reisen ermöglicht es uns, unsere Komfortzonen zu verlassen und das Unbekannte anzunehmen. Und in diesen Momenten der Erkundung erleben wir oft die unvergesslichsten Erlebnisse. Das ist das Schöne am Reisen. Es öffnet uns die Augen für die Wunder der Welt. Es erinnert uns ständig daran, dass es immer mehr zu entdecken und zu schätzen gibt. Lektion 2: Einkaufen und Verkaufen. Etwas Neues zu kaufen fühlt sich befriedigend an, findest du nicht? Es kann sein, besonders wenn Sie etwas finden, nach dem Sie gesucht haben. Stimmt. Kaufst du manchmal während der Verkaufssaison ein? Ja, das tue ich. Es ist eine großartige Gelegenheit, gute Angebote zu finden und etwas Geld zu sparen. Ich stimme zu. Es ist immer aufregend, auf reduzierte Artikel zu stoßen, die Sie im Auge hatten. Es ist jedoch wichtig, achtsam einzukaufen und sich nicht von den Verkäufen mitreißen zu lassen. Das ist ein gutes Argument. Manchmal kann der Reiz eines Verkaufs zu impulsiven Käufen führen. Exakt. Es ist wichtig zu überlegen, ob es sich bei dem Artikel um etwas handelt, das Sie wirklich benötigen oder verwenden werden. Kluger Rat. Wir sollten Wert und Qualität vor dem Preis priorisieren. Absolut. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen und auf unsere Ausgabegewohnheiten zu achten. Seien wir kluge Käufer und tätigen wir Einkäufe, die uns wirklich Freude bereiten und einen Zweck erfüllen. Einverstanden. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Selbstbehandlung und Verantwortung zu finden. Gut gesagt. Hier geht es darum, durchdachte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig den gelegentlichen Einkaufsbummel zu genießen. Lektion 3: Reisepläne. Ich plane eine Reise und suche eine Hin- und Rückfahrt oder ein Einzelticket. Ich plane, 2 Wochen zu bleiben. Das klingt aufregend. Erwägen Sie bestimmte Ziele? Ich denke darüber nach, Paris zu besuchen. Es steht schon eine Weile auf meiner Bucketlist. Paris ist eine wunderschöne Stadt, die so viel zu bieten hat. Haben Sie die Flugoptionen überprüft? Noch nicht. Ich versuche mich zwischen einem Hin- und Rückflugticket oder der Buchung separater Einzeltickets zu entscheiden. Hin- und Rückflugtickets können bequemer sein und bieten oft bessere Angebote. Einwegtickets ermöglichen jedoch mehr Flexibilität. Das ist wahr. Flexibilität könnte von Vorteil sein, wenn ich beschließe, meinen Aufenthalt zu verlängern oder meine Pläne zu ändern. Denken Sie daran, dass One-Way-Tickets manchmal teurer sein können, insbesondere wenn sie in letzter Minute gebucht werden. Guter Punkt. Ich werde die Kosten und das Maß an Flexibilität abwägen, das ich benötige, bevor ich eine Entscheidung treffe.
Das klingt nach einem klugen Ansatz. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei der Flugsuche benötigen. Werde ich tun. Danke für den Rat. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen. Lektion 4. Pausen einlegen. Tagsüber sind Pausen wichtig. Ich achte darauf, von meiner Arbeit Abstand zu nehmen und neue Energie zu tanken. Das ist eine tolle Angewohnheit. Pausen können die Produktivität und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Absolut. Es hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und mit neuer Konzentration zu Aufgaben zurückzukehren. Wie lange nimmst du dir normalerweise für deine Pausen Zeit? Ich versuche, alle 1 oder 2 Stunden kurze Pausen einzulegen, etwa 5 bis 10 Minuten, um mich zu dehnen oder einen Snack zu essen. Das ist ein guter Ansatz. Es ist wichtig, auf deinen Körper zu hören und ihm die Ruhe zu geben, die er braucht. Ich finde, dass Pausen auch meine Kreativität und Problemlösungsfähigkeit verbessern. Es ist wahr. Wenn Sie sich von einer Aufgabe entfernen, kann sich Ihr Geist entspannen und auf neue Ideen kommen. Exakt. Außerdem können Pausen Burnout vorbeugen und zu einer gesunden Work-Life-Balance beitragen. Denken Sie daran, der Selbstpflege Priorität einzuräumen und Pausen in Ihren Tagesablauf einzubauen. Das werde ich. Danke für die Erinnerung. Pausen sind für Produktivität und Wohlbefinden unerlässlich. Lektion 5. Auswahl beim Frühstück. Ja, ich habe Müsli und Kaffee. Was ist mit dir? Zum Frühstück esse ich normalerweise Toast und eine Tasse Tee. Das klingt nach einer schönen und einfachen Morgenroutine. Ja, es hilft mir, den Tag mit einer leichten und erfrischenden Note zu beginnen. Ich genieße die Bequemlichkeit von Müsli und den Energieschub von Kaffee. Müsli ist eine schnelle und einfache Option, und Kaffee kann in der Tat sehr anregend sein. Wechselst du manchmal deine Frühstückswahl? Gelegentlich esse ich am Wochenende Joghurt mit Obst oder Rührei. Das ist eine gute Idee, um ihrer Frühstücksroutine etwas Abwechslung zu verleihen. Es ist immer schön, verschiedene Geschmacksrichtungen und Texturen auszuprobieren, um die Dinge interessant zu halten. Ich werde das berücksichtigen und auch neue Frühstücksoptionen erkunden. Lektion 6. Rechenschaftspflicht und Veränderung. Sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, macht einen Unterschied beim Erreichen von Zielen. Absolut, wenn wir Rechenschaftspflicht haben, können wir motiviert und konzentriert bleiben. Ich wollte schon lange eine neue Trainingsroutine beginnen. Ich glaube, ich probiere es aus. Das ist eine fantastische Idee. Welche Art von Übung ziehst du in Betracht? Ich denke darüber nach, mit Joggen zu beginnen oder vielleicht einen Fitnesskurs auszuprobieren. Beide Optionen klingen großartig. Finden Sie etwas, das Ihnen Spaß macht, um es nachhaltiger zu machen. Ich stimme zu. Freude ist der Schlüssel, um langfristig an einer neuen Routine festzuhalten. Wenn du möchtest, kann ich mit dir ein paar Workouts machen. Wir können uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Das wäre fantastisch. Einen Trainingspartner zu haben, würde mir definitiv helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es macht immer mehr Spaß und ist motivierender, mit einem Freund zu trainieren. Lass es uns machen. Danke für das Angebot.
Gemeinsam werden wir positive Veränderungen vornehmen und unsere Fitnessziele erreichen. Lektion 7. Ein Reiseziel auswählen. Wo sollen wir für unseren nächsten Ausflug hingehen? Irgendwelche Ideen? Wie wäre es mit dem nahegelegenen Nationalpark? Es ist ein wunderschöner und ruhiger Ort. Das klingt nach einem großartigen Vorschlag. Ich habe wundervolle Dinge darüber gehört. Es bietet eine atemberaubende Aussicht, Wanderwege und die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Ich bin bereit für ein Abenteuer in der freien Natur. Lass uns in den Nationalpark gehen. Hervorragend! Wir können ein paar Snacks einpacken und ein Picknick inmitten der landschaftlichen Schönheit genießen. Das ist ein fantastischer Plan. Ich werde sicherstellen, dass ich eine Decke und ein paar Sandwiches mitbringe. Vergessen Sie auch nicht eine Wasserflasche und Sonnencreme. Wir werden sie für unsere Wanderung brauchen. Absolut, Sicherheit geht vor. Ich mache eine Checkliste, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Lektion 8. Den Tisch decken. Verschüttet es nicht. Würdest du mir helfen, den Tisch zu decken? Natürlich helfe ich Ihnen gerne weiter. Wobei brauchst du Hilfe? Kannst du bitte die Teller und das Besteck aus der Küche mitbringen? Klar, ich hole sie sofort. Sonst noch etwas? Ja, könntest du dir auch die Servietten und Gläser schnappen, während du dort bist? Betrachte es als erledigt. Ich bereite alles für unser Essen vor. Danke für deine Hilfe. Das weiß ich sehr zu schätzen. Du bist willkommen. Teamwork macht die Dinge einfacher und angenehmer. In der Tat können wir gemeinsam ein herrliches kulinarisches Erlebnis schaffen. Alles ist bereit und bereit. Rufen wir alle an den Tisch. Hervorragend. Es ist Zeit, unser Essen zu genießen und Zeit miteinander zu verbringen. Lektion 9. Vorstellungsgespräche. Hattest du schon einmal ein Vorstellungsgespräch? Ich bin neugierig. Ja, ich hatte in der Vergangenheit ein paar Vorstellungsgespräche. Es kann ziemlich nervenaufreibend sein. Das kann ich mir vorstellen. Wie hast du dich auf diese Interviews vorbereitet? Ich habe über das Unternehmen recherchiert, häufig gestellte Interviewfragen geübt und mich professionell gekleidet. Das ist klug. Fanden Sie die Vorstellungsgespräche hilfreich, um einen Job zu bekommen? Einige Interviews führten zu Stellenangeboten, während andere wertvolle Lernerfahrungen lieferten. Ich verstehe. Es ist gut, Interviews mit einer positiven Einstellung anzugehen. Absolut. Jedes Interview ist eine Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und aus dem Prozess zu lernen. Das werde ich berücksichtigen, wenn ich mich auf mein bevorstehendes Vorstellungsgespräch vorbereite. Lektion 10. Auf dem Weg zum Flughafen. Sollte ich 2 Stunden vor Ihrem Flug direkt zum Check-in-Schalter gehen? Es ist eine gute Idee, früh anzureisen, aber Sie sollten vielleicht ein paar Dinge beachten. Was sollte ich beachten, bevor ich zum Check-in-Schalter gehe? Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie Ihren Reisepass und die erforderlichen Reisedokumente bereit haben. Richtig, ich werde noch einmal überprüfen, ob ich alle erforderlichen Dokumente habe.
Berücksichtigen Sie außerdem die Verkehrsbedingungen und mögliche Verzögerungen. Das ist wahr. Ich rechne etwas mehr Zeit für unerwartete Verzögerungen ein. Es ist auch eine gute Idee, zu überprüfen, ob es für Ihre Fluggesellschaft spezielle Check-in-Verfahren gibt. Ich werde das auf jeden Fall nachschlagen, um den Prozess reibungsloser zu gestalten. Erwägen Sie abschließend alle zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen und planen Sie entsprechend. Danke für die Tipps. Ich werde dafür sorgen, dass ich für meinen Flug gut vorbereitet bin. Du bist willkommen. Gute Reisen und gute Reise. Ich danke dir. Dann sehen wir uns, wenn ich zurück bin. Lektion 11: Durchdachte Ergänzung. Sie werden es auf jeden Fall zu schätzen wissen. Es ist eine durchdachte Ergänzung zu unserem Zuhause für Sie. Ich stimme zu. Es ist wichtig, eine warme und einladende Umgebung für unsere Gäste zu schaffen. Absolut. Durch das Hinzufügen persönlicher Akzente können Sie sich wohler und wertvoller fühlen. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied in Ihrer Erfahrung ausmachen können. Ich denke, Sie werden angenehm überrascht sein, wenn Sie sehen, was wir vorbereitet haben. Es ist schön, anderen das Gefühl geben zu können, besonders und umsorgt zu sein. Auf jeden Fall. Die Schaffung einer positiven Atmosphäre kommt sowohl unseren Gästen als auch uns zugute. Ich freue mich, dass wir uns die Zeit genommen haben, unser Zuhause zu einem warmen und einladenden Ort zu machen. Lektion 12: Bessere Möglichkeiten nutzen. Ich habe darüber nachgedacht, neue Städte zu erkunden, um bessere Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden. Das klingt nach einem guten Plan. Manchmal kann ein Szenenwechsel Türen öffnen. Exakt. Verschiedene Städte können unterschiedliche Branchen und Berufsaussichten bieten. Die Erforschung der Arbeitsmärkte und die Vernetzung in diesen Städten könnten von Vorteil sein. Ich habe bereits begonnen, nach potenziellen Städten und ihren Arbeitsmärkten zu suchen. Das ist ein proaktiver Schritt. Es wird Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass die Erweiterung meines Horizonts zu persönlichem und beruflichem Wachstum führen kann. Ich stimme zu. Die Annahme neuer Herausforderungen kann spannende Möglichkeiten mit sich bringen. Es mag ein bisschen entmutigend sein, aber ich bin bereit, mich auf neue Abenteuer einzulassen. Denken Sie daran, ich werde hier sein, um Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel. Lektion 13: Spanien erkunden. Ich blieb eine Woche und erkundete Barcelona, Madrid und Das klingt nach einer tollen Reise. Was hat dir an diesen Städten am meisten gefallen? Barcelona hatte eine atemberaubende Architektur und die Energie in Madrid war unglaublich. Ich habe gehört, dass Barcelona für seine einzigartigen Gebäude bekannt ist. Hast du irgendwelche berühmten Sehenswürdigkeiten besucht? Ja, ich habe die Sagrada Familia und den Park Güell in Barcelona besucht. Sie waren atemberaubend. Das sind ikonische Wahrzeichen. Wie wäre es mit Madrid? Was ist dir da aufgefallen? Das pulsierende Straßenleben und das Prado-Museum waren für mich die Höhepunkte Madrids.
Ich wollte schon immer das Prado-Museum besuchen. Hast du irgendwelche berühmten Kunstwerke gesehen? Ja, ich habe Meisterwerke von Künstlern wie Velázquez, Goya und El Greco gesehen. Es war beeindruckend. Es klingt, als hätten Sie eine bereichernde Erfahrung gemacht, die Kunst und Kultur Spaniens zu erkunden. Auf jeden Fall. Es war eine unvergessliche Reise und ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen und mehr zu entdecken. Lektion 14: Den Fokus beibehalten. Wir müssen ein übergeordnetes Ziel für unser Projekt festlegen. Das ist richtig. Ein klares Ziel zu haben, wird uns dabei helfen, unsere Bemühungen zu leiten. Es wird sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Wenn Sie es in kleinere Schritte aufteilen, wird es überschaubarer. Einverstanden. Es wird uns helfen, den Fokus zu behalten und unsere Fortschritte zu überwachen. Regelmäßige Check-ins und Evaluationen sind ebenfalls unerlässlich, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bei Bedarf können wir unterwegs Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, Flexibilität ist wichtig, um sich an etwaige Herausforderungen oder Änderungen anpassen zu können. Mit einem klar definierten Ziel und einem fokussierten Ansatz können wir Erfolg haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammenarbeiten und unsere Ziele erreichen können. Lektion 15: Kaffeeoptionen. Es gibt so viele Kaffeemöglichkeiten zur Auswahl. Ich bin sicher, Sie haben für jeden etwas dabei. Die meisten Cafés bieten heutzutage eine Vielzahl von Getränken und Snacks an, um unterschiedlichen Vorlieben gerecht zu werden. Es ist toll, Optionen zu haben. Manche Menschen bevorzugen vielleicht Kaffee, während andere Tee oder Smoothies genießen. Absolut. Es ist wichtig, unterschiedliche Geschmäcker und diätetische Einschränkungen zu berücksichtigen. Ich freue mich, dass Cafés inklusiver werden und Optionen für Menschen mit diätetischen Einschränkungen anbieten. Das ist gut zu wissen. Es zeigt, dass es ihnen wichtig ist, allen ihren Gästen ein positives Erlebnis zu bieten. Es ist schön, einen Ort zu haben, an dem jeder etwas finden kann, das ihm Spaß macht. Auf jeden Fall. Es trägt zur allgemeinen Gastfreundschaft bei und gibt den Gästen das Gefühl, geschätzt und untergebracht zu sein. Ich schätze es, wenn Cafés sich ins Zeug legen, um sicherzustellen, dass sich jeder willkommen fühlt. Lektion 16: Ich brauche Eis. Nein, es ist eine Ergänzung für die Gäste. Sie stellen Eis auf Anfrage zur Verfügung. Das ist gut zu wissen. Das ist praktisch für Gäste, die Eis für ihre Getränke oder für andere Zwecke benötigen. Ja, es ist ein kleines Detail, aber es kann einen Unterschied im Gesamterlebnis der Gäste ausmachen. Ich brauche auch einen Eiskübel für eine Flasche Wein, die ich mitgebracht habe. Kann ich einen anfordern? Natürlich. Lassen Sie es einfach die Mitarbeiter wissen und Sie sollten ihnen einen Eiskübel zur Verfügung stellen können. Danke für die Information. Ich werde auf jeden Fall nach einem fragen. Du bist willkommen. Genießen Sie Ihren Wein und lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Lektion 17: Vorbereitung auf eine Reise. Wir sollten einige wichtige Dinge für unsere Reise einpacken. Wasser und vielleicht ein paar Energieriegel.
Das ist eine gute Idee. Auf Reisen kann es hilfreich sein, hydratisiert zu bleiben und Snacks zur Hand zu haben. Es ist wichtig, voller Energie zu bleiben, besonders wenn wir auf Entdeckungsreise gehen oder uns körperlich betätigen. Absolut. Ich werde sicherstellen, dass ich diese Gegenstände in meinem Rucksack mitnehme. Großartig! Es ist immer gut, vorbereitet zu sein und einige Dinge des täglichen Bedarfs dabei zu haben. Ich packe auch ein kleines Erste-Hilfe-Set ein, nur für den Fall, dass es zu leichten Verletzungen oder Notfällen kommt. Das ist eine kluge Idee. Sicherheit sollte auf Reisen immer Priorität haben. Lektion 18: Eine tropische Insel wählen. Wie wäre es mit einer tropischen Insel für unseren nächsten Urlaub? Es stehen viele Optionen zur Auswahl. Ich liebe die Idee. Auf einer wunderschönen Insel zu entspannen klingt wie ein Traum. Wir konnten die unberührten Strände, das klare türkisfarbene Wasser und das üppige Grün genießen. Es wäre eine perfekte Flucht aus unserem geschäftigen Leben und eine Gelegenheit, sich zu entspannen. Außerdem gibt es viele Aktivitäten wie Schnorcheln, Wandern und Erkunden der lokalen Kultur. Das ist wahr. Während unseres Inselurlaubs können wir eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer erleben. Wir sollten nach verschiedenen Reisezielen suchen und eines finden, das die Erlebnisse bietet, nach denen wir suchen. Auf jeden Fall. Wir können Faktoren wie Kosten, Erreichbarkeit und die allgemeine Atmosphäre jeder Insel vergleichen. Sobald wir unsere Optionen eingegrenzt haben, können wir die Details planen und daraus einen unvergesslichen Urlaub machen. Lektion 19: Pflanzen pflegen. Ich habe mich in letzter Zeit um einige Pflanzen gekümmert. Soll ich sie auch düngen? Ja, die Düngung ihrer Pflanzen kann dazu beitragen, sie mit wichtigen Nährstoffen für das Wachstum zu versorgen. Ich hab's. Ich möchte sicherstellen, dass sie gedeihen und gesund bleiben. Düngemittel können die Nährstoffe des Bodens wieder auffüllen und so stärkere Wurzeln und üppiges Laub fördern. Haben Sie Empfehlungen für die Art des Düngers, den ich verwenden sollte? Das hängt von den spezifischen Pflanzen ab, die Sie haben. Verschiedene Pflanzen benötigen möglicherweise unterschiedliche Arten von Düngemitteln. Ich werde etwas recherchieren und für jede meiner Pflanzen den passenden Dünger finden. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, Ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen und die Anwendungshinweise zu befolgen. Ich möchte meine Pflanzen bestmöglich pflegen. Danke für den Rat. Lektion 20: Komfortzonen verlassen. Ich habe darüber nachgedacht, etwas Neues auszuprobieren. Das Verlassen unserer Komfortzonen kann sich lohnen. Unbedingt. Das Erkunden neuer Erfahrungen und die Bewältigung von Herausforderungen können zu persönlichem Wachstum und Entdeckung führen. Es kann zunächst einschüchternd sein, aber das Erfolgserlebnis macht es lohnenswert. Das Ausprobieren neuer Dinge erweitert unseren Horizont und ermöglicht es uns, etwas über uns selbst und die Welt um uns herum zu lernen. Es ist leicht, in vertrauten Routinen stecken zu bleiben, aber Veränderungen anzunehmen, kann zu aufregenden Möglichkeiten führen. Risiken einzugehen und unsere Grenzen zu überschreiten, kann zu unerwarteten Erfolgen und unvergesslichen Momenten führen. Selbst wenn wir dabei stolpern, können wir wertvolle Lektionen lernen und neue Fähigkeiten entwickeln. Es ist wichtig, mit Offenheit und Bereitschaft
zu lernen und sich anzupassen, an neue Erfahrungen heranzugehen. Das verstehe ich vollkommen. Das Verlassen unserer Komfortzonen kann zu persönlichem und beruflichem Wachstum führen. Lektion 21. Auswahl nachhaltiger Universitäten. Ja, ich habe Universitäten erforscht, die für ihre Nachhaltigkeitsprogramme bekannt sind. Das ist großartig. Eine Ausbildung an einer Universität mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit zu absolvieren, ist lobenswert. Ich glaube, es ist wichtig, Institutionen zu unterstützen, die der Verantwortung für die Umwelt Priorität einräumen. Absolut. Es ist inspirierend zu sehen, wie Universitäten Schritte in eine grünere Zukunft unternehmen. Ich habe einige Universitäten gefunden, die umfassende Nachhaltigkeitsprogramme und Initiativen anbieten. Das ist ausgezeichnet. Es ist wichtig, Faktoren wie den Lehrplan, die Gepflogenheiten auf dem Campus und das Engagement der Gemeinschaft zu berücksichtigen. Ich stimme zu. Ich möchte eine Universität besuchen, die meinen Werten entspricht und Möglichkeiten bietet, etwas Positives zu bewirken. Durch ihre Ausbildung treffen sie eine bewusste Entscheidung für eine nachhaltigere Zukunft. Exakt. Ich hoffe, zu Nachhaltigkeitsbemühungen beizutragen und Teil einer Gemeinschaft zu sein, die dieselbe Leidenschaft teilt. Wenn Sie nach Universitäten suchen, die für ihre Nachhaltigkeitsprogramme bekannt sind, können Sie die richtige Wahl finden. Ich freue mich über die Möglichkeiten und die Chance, in einer nachhaltigen Lernumgebung zu lernen und zu wachsen. Lektion 22. Durchatmen. Ich verstehe das Gefühl. Manchmal kann das Leben überwältigend sein. Es ist wahr. In stressigen Momenten ist es wichtig, daran zu denken, Luft zu holen. Wenn wir uns einen Moment Zeit zum Atmen nehmen, können wir uns wieder konzentrieren und ein Gefühl der Ruhe finden. Tiefes Atmen kann Klarheit bringen und uns helfen, Herausforderungen mit einer klareren Denkweise anzugehen. Es ist leicht, sich im Chaos zu verfangen, aber wenn wir durchatmen, können wir innehalten und uns sammeln. Atemübungen können auch helfen, Stress abzubauen und die Entspannung zu fördern. Die Einbeziehung achtsamer Atemtechniken in unseren Tagesablauf kann sich positiv auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirken. Sich an das Atmen zu erinnern, kann ein einfaches, aber mächtiges Instrument sein, um die Höhen und Tiefen des Lebens zu bewältigen. Lassen Sie uns also gemeinsam tief durchatmen und allem, was uns in den Weg kommt, mit neuer Kraft und Belastbarkeit begegnen. Lektion 23. Pflanzen gießen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Wie oft sollte ich sie gießen? Die Häufigkeit der Bewässerung hängt von verschiedenen Faktoren wie Pflanzentyp, Größe und Umweltbedingungen ab. Ich verstehe. Es gibt also keine allgemeingültige Regel für die Bewässerung aller Pflanzen? Nein, es ist am besten, den Feuchtigkeitsbedarf jeder Pflanze individuell zu beurteilen. Wie kann ich feststellen, wann es Zeit ist, eine Pflanze zu gießen? Sie können den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens überprüfen, indem Sie Ihren Finger etwa 2,5 cm tief in den Boden stecken. Wenn sich die Erde in dieser Tiefe trocken anfühlt, heißt das, dass ich die Pflanze gießen sollte? Ja, wenn sich der Boden trocken anfühlt, ist das normalerweise ein guter Indikator dafür, dass die Pflanze bewässert werden muss. Gibt es spezifische Richtlinien für verschiedene Pflanzenarten? Ja, einige Pflanzen ziehen es vor, zwischen den Bewässerungen leicht auszutrocknen,
während andere eine konstant feuchte Erde benötigen. Ich werde sicherstellen, dass ich den Bewässerungsbedarf für jede meiner Pflanzen recherchiere. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, ausreichend Wasser bereitzustellen, ohne zu viel zu gießen, was zu Wurzelfäule führen kann. Ich möchte, dass meine Pflanzen gedeihen, also achte ich auf ihren Bewässerungsbedarf. Danke für die Anleitung. Lektion 24: Süße und praktische Gegenstände finden. Auf jeden Fall möchte ich etwas finden, das sowohl süß als auch praktisch ist. Es ist immer toll, Dinge zu haben, die nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend sind. Ich glaube, dass es uns Freude bereiten kann, uns mit ästhetisch ansprechenden Dingen zu umgeben. Absolut. Es ist ein wunderbares Gefühl, Artikel zu haben, die unseren persönlichen Stil und Geschmack widerspiegeln. Ich bin auf der Suche nach Produkten, die nicht nur süß sind, sondern auch einen praktischen Zweck erfüllen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Stil und Funktionalität zu finden. Ich genieße es, einzigartige und kreative Designs zu entdecken, die auch hochfunktionell sind. Heutzutage gibt es viele Optionen, die sowohl niedliche Ästhetik als auch Praktikabilität kombinieren. Es ist aufregend, verschiedene Geschäfte und Online-Plattformen zu erkunden, um die perfekten Artikel zu finden. Denken Sie daran, Ihre Bedürfnisse und Vorlieben bei der Auswahl süßer und praktischer Artikel zu berücksichtigen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist das Beste aus beiden Welten, wenn wir Gegenstände finden, die sowohl optisch ansprechend als auch nützlich sind. Lektion 25: Hemden kaufen. Ich habe ein paar Shirts gefunden, die toll sind. Hast du alles gefunden, was du gesucht hast? Ja, ich habe alles auf meiner Einkaufsliste gefunden. Es ist immer befriedigend, wenn Sie finden, was Sie brauchen. Das ist fantastisch. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man einen erfolgreichen Einkaufsbummel hat. Absolut. Die richtigen Artikel zu finden, kann unser Selbstvertrauen stärken und unseren persönlichen Stil verbessern. Ich bin froh, dass ich ein paar Shirts gefunden habe, die mir sehr gut gefallen haben. Es ist immer schön, meiner Garderobe neue Teile hinzuzufügen. Es ist wichtig, Artikel auszuwählen, bei denen Sie sich wohl und sicher fühlen, wenn Sie sie tragen. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass unsere Kleidungswahl unsere Stimmung und Selbstwahrnehmung beeinflussen kann. Das ist wahr. Wenn wir Kleidung tragen, die wir lieben, kann sich das positiv auf unsere allgemeine Einstellung auswirken. Ich werde dafür sorgen, dass die Hemden, die ich gekauft habe, gut gepflegt werden, damit sie länger halten. Das ist eine gute Idee. Die richtige Pflege und Wartung kann dazu beitragen, die Lebensdauer unserer Kleidung zu verlängern. Ich kann es kaum erwarten, diese neuen Shirts zu tragen und meinen persönlichen Stil zu präsentieren. Lektion 26: Verschlüsselte Verbindungen. Ich bin auf einige Websites mit verschlüsselten Verbindungen gestoßen. Okay, das werde ich im Hinterkopf behalten. Das ist großartig. Verschlüsselte Verbindungen tragen zum Schutz unserer Online-Privatsphäre und Datensicherheit bei. Wie funktioniert Verschlüsselung genau? Durch die Verschlüsselung werden die Informationen, die wir über das Internet senden, verschlüsselt, sodass sie für Unbefugte unlesbar sind. Es fügt unseren Online-Aktivitäten also eine Sicherheitsebene hinzu.
Ja, verschlüsselte Verbindungen stellen sicher, dass unsere vertraulichen Informationen wie Passwörter oder Finanzdaten sicher übertragen werden. Das ist wichtig. Ich möchte sicherstellen, dass meine persönlichen Daten sicher sind, wenn ich online bin. Absolut. Die Verwendung von Websites mit verschlüsselten Verbindungen ist eine kluge Methode, um Ihre Daten zu schützen. Gibt es Indikatoren, die anzeigen, ob eine Website eine verschlüsselte Verbindung hat? Ja, Sie können in der URL der Website nach einem Vorhängeschlosssymbol oder HTTPS suchen. Diese weisen auf eine sichere Verbindung hin. Ich werde diesen Indikatoren mehr Aufmerksamkeit schenken, um meine Online-Sicherheit zu gewährleisten. Das ist ein kluger Ansatz. Wenn Sie sich der Verschlüsselung bewusst sind und Vorsichtsmaßnahmen treffen, können Sie Ihre Privatsphäre schützen. Ich schätze die Information. Ich werde von nun an vorsichtiger mit meinen Online-Aktivitäten sein. Lektion 27. Ein Reiseziel wählen. Das klingt aufregend. Welches Land ziehen Sie für Ihre nächste Reise in Betracht? Ja, ich denke darüber nach, ein neues Land zu erkunden, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Das ist verständlich. Es stehen so viele Optionen zur Auswahl, dass es überwältigend sein kann. Ja, ich stimme zu. Die Welt ist voller wunderschöner und vielfältiger Ziele, die es zu entdecken gilt. Es ist wichtig zu überlegen, was Sie während Ihrer Reise erleben möchten. Absolut. Verschiedene Länder bieten einzigartige Kulturen, Landschaften und Attraktionen. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Aktivitäten Sie während Ihrer Reise unternehmen möchten? Ja, ich bin daran interessiert, in die lokale Kultur einzutauchen, lokale Küche zu probieren und historische Stätten zu erkunden. Das klingt nach einem großartigen Plan. Sie werden die Möglichkeit haben, das reiche Erbe des Landes zu erleben. Ich denke auch über Naturwunder und Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder den Besuch von Nationalparks nach. Das ist wunderbar. Die Natur hat so viel zu bieten, und es kann ein verjüngendes Erlebnis sein. Ich werde einige Nachforschungen anstellen und meine Optionen anhand meiner Vorlieben und Interessen eingrenzen. Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie die Erkundung verschiedener Ziele. Ich bin mir sicher, dass Sie das perfekte Land für Ihre Reise finden werden. Lektion 28. Überwältigt von Optionen. Ja, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin überwältigt. Es ist verständlich, dass man sich so fühlt, wenn man vor zahlreichen Entscheidungen steht. Ich möchte die richtige Entscheidung treffen, weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Überlegen Sie sich zunächst Ihre Prioritäten und das, was Ihnen am wichtigsten ist. Das macht Sinn. Ich muss herausfinden, welche Faktoren für meine Entscheidung am wichtigsten sind. Sie können für jede Option eine Liste mit Vor- und Nachteilen erstellen, um sie besser beurteilen zu können. Das ist eine gute Idee. Es wird ein klareres Bild der Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen vermitteln. Sie können sich auch von Personen beraten lassen, die Erfahrung in den Bereichen haben, die Sie in Betracht ziehen. Das ist wahr. Die Sichtweisen anderer zu hören, kann wertvolle Erkenntnisse liefern und mir helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Denken Sie daran, dass es in Ordnung ist, sich Zeit zu nehmen und sich nicht zu beeilen, eine Entscheidung zu treffen.
Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, mir die nötige Zeit und den nötigen Raum zu geben, um eine Entscheidung zu treffen, bei der ich mich sicher fühle. Vertrauen Sie Ihrem Instinkt und entscheiden Sie sich für die Option, die am besten zu Ihren Werten und Zielen passt. Danke für den Rat. Ich werde einen Schritt zurücktreten, meine Optionen abwägen und eine Entscheidung treffen, die sich für mich richtig anfühlt. Lektion 29: Prüfung der Bodeneignung. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Boden zum Pflanzen geeignet ist. Das ist eine wichtige Überlegung. Die Qualität des Bodens kann das Pflanzenwachstum stark beeinflussen. Wie können wir feststellen, ob der Boden geeignet ist? Eine Möglichkeit besteht darin, einen Bodentest durchzuführen. Es kann Informationen über den pH-Wert, den Nährstoffgehalt und die Textur des Bodens liefern. Das klingt nützlich. Wie können wir einen Bodentest durchführen? Bodentest-Kits sind in Gartengeschäften erhältlich. Sie enthalten normalerweise Anweisungen zur Entnahme von Proben und zur Interpretation der Ergebnisse. Also sammeln wir Proben aus verschiedenen Bereichen des Gartens? Ja, es wird empfohlen, Proben an verschiedenen Stellen zu entnehmen, um eine repräsentative Bodenanalyse zu erhalten. Woher wissen wir, wenn wir die Ergebnisse haben, ob der Boden für bestimmte Pflanzen geeignet ist? Verschiedene Pflanzen haben unterschiedliche Bodenanforderungen. Sie können den idealen pH-Bereich und den Nährstoffbedarf der Pflanzen, die Sie anbauen möchten, ermitteln. Das macht Sinn. Wenn wir die Anforderungen der Pflanze verstehen, können wir feststellen, ob der Boden verbessert werden muss. Exakt. Manchmal benötigt der Boden zusätzliche Nährstoffe oder Anpassungen des pH-Werts, um ein günstiges Umfeld für das Pflanzenwachstum zu schaffen. Ich werde sicherstellen, dass ich einen Bodentest durchführe, bevor ich mit meinem Gartenprojekt beginne. Das ist entscheidend für den Erfolg der Pflanzen. Lektion 30: Camden Market erkunden. Erkunden Sie unbedingt den Camden Market. Es ist ein lebendiger Ort. Camden Market? Das klingt interessant. Was macht es besonders? Der Camden Market ist bekannt für seine vielseitige Mischung aus Geschäften, Ständen und Streetfood-Verkäufern. Das klingt nach einem lebendigen und vielfältigen Einkaufserlebnis. Ja, es ist ein Zentrum für alternative Mode, Vintageartikel und einzigartiges Kunsthandwerk. Ich erkunde gerne Märkte mit einer Vielzahl von Angeboten. Es ist immer aufregend, einzigartige Schätze zu entdecken. Camden Market ist auch berühmt für seine Live-Musikszene. Oft finden Sie Straßenkünstler und talentierte Musiker, die Besucher unterhalten. Das verleiht dem Einkaufserlebnis eine zusätzliche Unterhaltungsebene. Absolut. Es schafft eine lebendige und energetische Atmosphäre. Ich werde den Camden Market auf jeden Fall auf meine Liste der Sehenswürdigkeiten setzen. Es klingt nach einem Reiseziel, das man gesehen haben muss. Ich bin mir sicher, dass Sie viel Spaß haben werden, den Markt zu erkunden und in sein lebendiges Ambiente einzutauchen. Lektion 31: Auswahl einer Kamera mit guter Bildqualität. Ich möchte eine Kamera mit guter Bildqualität. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Es stehen viele großartige Optionen zur Verfügung. Haben Sie die Aufnahmemodi in Betracht gezogen, die Sie benötigen? Ja,
Ich hätte gerne eine Kamera mit vielseitigen Aufnahmemodi, um verschiedene Arten von Szenen aufzunehmen. Das ist wichtig. In verschiedenen Aufnahmemodi können Sie die Einstellungen an bestimmte Bedingungen anpassen, zum Beispiel bei schlechten Lichtverhältnissen oder sich schnell bewegenden Motiven. Exakt. Ich möchte in der Lage sein, in verschiedenen Situationen klare und scharfe Bilder aufzunehmen. Vielleicht möchten Sie auch nach Kameras mit manuellem Modus suchen. Sie bieten mehr Kontrolle über Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit und ISO. Manuelle Modi wären nützlich für kreatives Fotografieren und Experimentieren mit verschiedenen Techniken. Absolut. Es gibt Ihnen die Freiheit, Ihre fotografischen Fähigkeiten zu erkunden und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Neben den Aufnahmemodi lege ich auch Wert auf eine gute Bildqualität. Welche Funktionen tragen dazu bei? Suchen Sie nach Kameras mit größeren Bildsensoren, da diese tendenziell eine bessere Bildqualität liefern und bei schlechten Lichtverhältnissen eine gute Leistung erbringen. Das ist gut zu wissen. Das werde ich bei der Recherche nach verschiedenen Kameramodellen berücksichtigen. Berücksichtigen Sie außerdem die Objektivqualität, da sie eine wichtige Rolle bei der Bildschärfe und Klarheit spielt. Die Qualität der Linse ist entscheidend. Ich werde sicherstellen, dass ich Testberichte lese und Informationen über die Objektive sammle, die für die Kameras verfügbar sind, an denen ich interessiert bin. Lektion 32: Die Begriffe verbreiten. Die Bedingungen, die Sie für das Projekt vorschlagen, scheinen etwas komprimiert zu sein. Ich schlage vor, es über einen längeren Zeitraum zu verteilen. Ich verstehe deine Sorge. Wir möchten sicherstellen, dass wir genügend Zeit haben, um jede Phase effektiv abzuschließen. Exakt. Indem wir den Zeitplan verlängern, können wir jeder Phase ausreichend Ressourcen und Aufmerksamkeit widmen. Eine Aufteilung der Bedingungen kann auch für mehr Flexibilität sorgen, falls unerwartete Herausforderungen auftreten. Das ist ein berechtigtes Argument. Es ist immer ratsam, etwas Pufferzeit zur Verfügung zu haben, um unvorhergesehenen Umständen Rechnung zu tragen. Darüber hinaus kann ein längerer Zeitplan Raum für gründliche Tests und Qualitätssicherung bieten. Tests sind entscheidend, um sicherzustellen, dass das Projekt die erforderlichen Standards erfüllt und ordnungsgemäß funktioniert. Durch die Verlängerung der Laufzeiten können wir der Qualität Priorität einräumen und vermeiden, dass wichtige Aufgaben überstürzt erledigt werden. Ich glaube, ein längerer Zeitplan wird dem Projekt auf lange Sicht zugutekommen. Es ist wichtig, für den Erfolg zu planen und potenzielle Risiken zu minimieren. Lektion 33: Bewertungen recherchieren und überprüfen. Unbedingt. Das Erste, was Sie tun sollten, ist den Standort zu recherchieren und die Bewertungen zu überprüfen. Das ist ein kluger Ansatz. Das Sammeln von Informationen und Feedback kann uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Erforschung des Standorts ermöglicht es uns, seine Merkmale, Attraktionen und potenzielle Herausforderungen zu verstehen. Es ist wichtig zu wissen, was uns erwartet, und entsprechend für unsere Reise oder unser Projekt zu planen. Durch das Überprüfen von Bewertungen erhalten wir Einblicke von Personen, die den Standort bereits erlebt oder den Service genutzt haben. Das Lesen von Bewertungen kann wertvolle Informationen über Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit liefern. Es ist wichtig, eine Reihe von Bewertungen in Betracht zu ziehen, um eine ausgewogene Perspektive zu erhalten. Auf diese Weise können wir alle gängigen Muster oder Probleme identifizieren, die von mehreren Rezensenten erwähnt wurden.
Durch gründliche Recherchen und die Überprüfung von Bewertungen können wir Überraschungen minimieren und fundiertere Entscheidungen treffen. Einverstanden. Auf diese Weise können wir proaktiv sicherstellen, dass unsere Erfahrung unseren Erwartungen entspricht. Beginnen wir damit, online zu recherchieren und Bewertungen aus seriösen Quellen zu lesen. Es wird uns helfen, die besten Entscheidungen zu treffen. Lektion 34: Der Magie freien Lauf lassen. Du wirst es nicht bereuen. Es ist magisch. Das klingt faszinierend. Was macht es so besonders? Der Ort, auf den ich mich beziehe, hat einen einzigartigen Charme und eine einzigartige Atmosphäre, die jeden Besucher in seinen Bann zieht. Ich liebe es, magische Orte zu entdecken, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dieser besondere Ort hat eine atemberaubende natürliche Schönheit und ein Gefühl der Ruhe, das schwer zu beschreiben ist. Es klingt wie eine perfekte Flucht aus der Hektik des Alltags. In der Tat bietet es eine ruhige Umgebung, in der Sie sich entspannen, mit der Natur verbinden und sich verjüngen können. Magische Orte inspirieren uns oft und rufen ein Gefühl des Staunens hervor. Absolut. Sie können unsere Kreativität beflügeln und eine andere Perspektive auf die Welt bieten. Ich freue mich darauf, diese Magie aus erster Hand zu erleben. Es klingt nach einer Reise, die es wert ist, unternommen zu werden. Ich bin sicher, Sie werden von seiner Schönheit und den einzigartigen Erlebnissen, die es bietet, verzaubert sein. Machen Sie sich bereit für ein unvergessliches Abenteuer. Lektion 35: Den Preis aushandeln. Bieten Sie auf jeden Fall die Hälfte des ursprünglichen Preises an und verhandeln Sie von dort aus. Verhandlungen können ein effektiver Weg sein, um ein besseres Angebot zu erzielen. Wie gehen Sie damit um? Ich glaube daran, mit einem niedrigeren Angebot zu beginnen, um Verhandlungsspielraum zu lassen und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu finden. Das ist eine kluge Strategie. Sie bereitet die Voraussetzungen für einen möglichen Kompromiss. Es ist wichtig, während des Verhandlungsprozesses respektvoll und höflich zu sein. Absolut. Ein positives und professionelles Auftreten kann dazu beitragen, eine Beziehung zur anderen Partei aufzubauen. Aktives Zuhören ist ebenfalls wichtig. Das Verständnis Ihrer Perspektive kann dazu führen, Gemeinsamkeiten zu finden. Ich stimme zu. Indem wir aktiv zuhören, können wir Ihre Bedürfnisse erkennen und unsere Verhandlungen entsprechend anpassen. Es ist wichtig, flexibel und offen für alternative Lösungen zu sein. Flexibilität ermöglicht kreative Problemlösungen und das Erzielen von Win-Win-Ergebnissen. Denken Sie daran, dass Verhandlungen ein Prozess des Gebens und Nehmens sind. Beide Parteien sollten mit der endgültigen Vereinbarung zufrieden sein. Das ist ein gutes Argument. Ziel ist es, ein faires und für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen. Bleiben Sie also bei Verhandlungen selbstbewusst, respektvoll und bereit, Gemeinsamkeiten zu finden. Dies kann zu erfolgreichen Ergebnissen führen. Lektion 36: Steigerung der Markenbekanntheit. Unsere Markenbekanntheit ist unerlässlich. Wie können wir sie verbessern? Das ist ein berechtigtes Anliegen. Eine effektive Möglichkeit, die Markenbekanntheit zu steigern, sind digitale Marketingstrategien. Digitales Marketing kann ein breites Publikum erreichen und eine nachhaltige Wirkung erzielen. Welche spezifischen Strategien können wir anwenden?
Social Media Marketing ist ein mächtiges Instrument. Die Erstellung ansprechender Inhalte und die Interaktion mit unserem Publikum können die Sichtbarkeit der Marke erhöhen. Das ist wahr. Social-Media-Plattformen bieten die Möglichkeit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Markentreue aufzubauen. Darüber hinaus kann Suchmaschinenoptimierung, SEO, die Sichtbarkeit unserer Website in den Suchmaschinenergebnissen verbessern. Die Optimierung des Inhalts und der Struktur unserer Website kann uns helfen, bei Suchmaschinenanfragen einen höheren Rang einzunehmen. Wir können auch Influencer-Marketing in Betracht ziehen, bei dem wir mit einflussreichen Personen zusammenarbeiten, die sich an unseren Markenwerten orientieren. Die Zusammenarbeit mit Influencern kann uns helfen, neue Zielgruppen zu erreichen und durch deren Unterstützung an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Schließlich können traditionelle Marketingmethoden wie Printwerbung oder die Teilnahme an Branchenveranstaltungen in bestimmten Kontexten immer noch wirksam sein. Das ist ein gutes Argument. Traditionelle Methoden können unsere digitalen Bemühungen ergänzen und Zielgruppen erreichen, die möglicherweise nicht online sind. Durch die Kombination digitaler und traditioneller Marketingstrategien können wir unsere Markenbekanntheit maximieren und ein breiteres Publikum erreichen. Lassen Sie uns einen umfassenden Marketingplan entwickeln, der diese Strategien integriert und unsere Markenbekanntheit vorantreibt. Lektion 37: Überprüfung und Änderung. Die Bedingungen der Vereinbarung scheinen fair zu sein. Müssen wir irgendwelche Änderungen vornehmen? Lassen Sie uns die Vereinbarung sorgfältig überprüfen, um sicherzustellen, dass alles unseren Erwartungen entspricht. Absolut. Es ist wichtig, die Details gründlich zu prüfen und alle notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Wenn wir nach der Überprüfung Unstimmigkeiten oder Bereiche feststellen, die einer Klärung bedürfen, können wir diese besprechen. Das ist ein guter Ansatz. Wir wollen sicherstellen, dass beide Parteien ein klares Verständnis der Vereinbarung haben. Wenn wir Probleme feststellen, können wir Änderungen vorschlagen, um diese zu lösen und Fairness zu gewährleisten. Kommunikation ist während dieses Prozesses von entscheidender Bedeutung. Wir sollten alle Bedenken oder Änderungsvorschläge offen erörtern. Eine offene und ehrliche Kommunikation wird uns helfen, eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu erzielen. Sobald wir geprüft und alle notwendigen Änderungen vorgenommen haben, können wir mit Zuversicht fortfahren. Einverstanden. Es ist wichtig, eine klare und einvernehmliche Vereinbarung zu haben, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Lassen Sie uns die Bedingungen sorgfältig prüfen, etwaige Änderungen vorschlagen und eine endgültige Vereinbarung treffen, die beide Parteien zufriedenstellt. Lektion 38: Englisch-Lernkurs. Kennen Sie diesen Englischkurs? Ja, ich habe davon gehört. Es scheint interessant zu sein. Das ist großartig. Wir sollten anfangen, uns auf den Kurs vorzubereiten. Absolut, ich stimme zu. Wo sollen wir anfangen? Zunächst können wir einige Lernmaterialien wie Lehrbücher und Online-Ressourcen sammeln. Gute Idee. Ich suche nach zuverlässigen Websites und lade einige nützliche Apps herunter. Hervorragend. Wir sollten auch einen Studienplan festlegen, um konsistent zu bleiben. Ich stimme voll und ganz zu. Lassen Sie uns jeden Tag bestimmte Zeiten für das Lernen festlegen. Und es ist wichtig, das Sprechen und Zuhören zu üben. Vielleicht finden wir einen Partner für den Sprachaustausch.
Ja, das wäre von Vorteil. Wir können das Sprechen mit einem englischen Muttersprachler üben. Zusätzlich sollten wir Vokabelkarten erstellen, um unsere Wortwissen zu verbessern. Das ist ein guter Vorschlag. Karteikarten helfen uns dabei, uns neue Wörter effektiver zu merken. Schließlich sollten wir regelmäßig Bewertungen durchführen, um unsere Fortschritte zu verfolgen. Ich stimme zu. Die Bewertungen werden uns zeigen, wo wir uns stärker konzentrieren müssen. Großartig! Mit diesen Vorbereitungen sind wir bereit, unsere Englisch-Lernreise zu beginnen. Lektion 39. Auf gutes Wetter hoffen. Die Prognose besagte, dass es zu Schauern kommen könnte. Oh, ich hoffe, es hält an. Wettervorhersagen können unvorhersehbar sein, aber hoffen wir auf das Beste. Ich habe Pläne für den Außenbereich, daher wäre es enttäuschend, wenn es regnen sollte. Es ist immer ein bisschen unsicher, aber manchmal überrascht uns das Wetter auf eine gute Art und Weise. Das ist wahr. Ich drücke bei meinen Outdoor-Aktivitäten die Daumen für einen klaren Himmel. Es ist immer gut, einen Backup-Plan oder alternative Aktivitäten zu haben, falls das Wetter nicht mitspielt. Das ist ein guter Vorschlag. Ich werde über einige Optionen für den Innenbereich nachdenken, nur für den Fall. Denken Sie daran, die Prognose näher am Datum zu überprüfen, um genauere Informationen zu erhalten. Ja, ich werde auf dem Laufenden bleiben und meine Pläne bei Bedarf entsprechend anpassen. Hoffentlich ist das Wetter auf unserer Seite und Sie können Ihre Outdoor-Aktivitäten wie geplant genießen. Ich danke dir. Ich schätze den positiven Ausblick. Hoffen wir auf das bestmögliche Wetter. Lektion 40. Zimmerpräferenzen. Großartig. Welche Art von Zimmer bevorzugen Sie? Ein Einzelzimmer mit eigenem Bad? Ja, das klingt perfekt. Ein eigenes Badezimmer zu haben wäre praktischer. Ich stimme zu. Es bietet mehr Privatsphäre und macht die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen überflüssig. Es ist schön, einen eigenen Raum zu haben, in dem Sie sich entspannen und erholen können. Absolut. Außerdem sorgt ein eigenes Badezimmer dafür, dass Sie Ihre eigene Sauberkeit und Hygiene aufrechterhalten können. Es lohnt sich auch, die Größe und Ausstattung des Zimmers zu berücksichtigen. Haben Sie diesbezüglich irgendwelche Präferenzen? Ich bevorzuge ein Zimmer mit ausreichend Platz, um mich bequem bewegen zu können, und mit grundlegenden Annehmlichkeiten wie einem Schreibtisch und WLAN. Dies sind wichtige Faktoren, insbesondere wenn Sie während Ihres Aufenthalts arbeiten oder in Verbindung bleiben müssen. Exakt. Ein komfortables und gut ausgestattetes Zimmer kann das Gesamterlebnis verbessern. Lassen Sie uns vor der Reservierung unbedingt die Zimmerdetails und Bewertungen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie unseren Präferenzen entsprechen. Gute Idee. Die Suche und Auswahl des richtigen Zimmers trägt zu einem angenehmeren Aufenthalt bei. Einverstanden. Finden wir ein Einzelzimmer mit eigenem Bad, das alle unsere Anforderungen erfüllt. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lass uns anfangen, nach der perfekten Unterkunft zu suchen.